So, good morning. Sunday morning. Just getting ready to drive to the guest house to have breakfast, meet up with the guests, and let's see what we find today. Julian is getting ready to get into the car. Good morning, Julian. Morning. So, der Julian ist wie gesagt dann auch schon beim Auto. At the moment we have rain, also momentan haben wir Regen, aber schauen wir einfach mal. Okay. So let's drive to the guest house, last day today, and then we'll see what we find today. See you then. Also, bis dann. So I didn't have any time or forgot to film at the breakfast table, but we're now on the way to the permission we're going to be at all day. Altogether 730,000 square meters or 730,000 square yards. Near the town of Dietfurt, and I'll show when we get up there at the mountain what it looks like. Ja, dann sind wir jetzt unterwegs nach Dietfurt zur Genehmigung oder da oberhalb, und ich hatte keine Zeit jetzt beim Frühstückstisch nochmal zu filmen, glaube ich. Ja, schauen wir einfach mal und dann zeige ich das. Okay, see you then, bis dann, ciao ciao. Da muss ich auch Der ist schon auf dem roten Knopf. Ich filme schon. Kommst du da hinten? Kannst du da hinten zeigen? Den Berg. Da ist er. Film schon, oder? So that's the mountain in the back Julian is looking at, where we'll be detecting. Das ist jetzt der Berg da hinten, wo wir dann sondeln werden. Okay, kannst du ausmachen. Der rote. Jetzt dann. So, aus. Mach aus. Mit. Wir sind jetzt bei der Genehmigung. And just to give you oversight, also nur um euch mal einen Überblick zu geben. All this, you can see all the way to the back of the forest, all that area. And we cross the main road. Dann wollen wir noch die Straße schnell überqueren. A little bit windy, sorry about the wind. Ja, ein bisschen windig ist es auch. And everything you see here, und alles was ihr hier seht, and all that area, und das ganze Gebiet ist also die Genehmigung. Sie sind schon alle fleißig. They're already all detecting, of course. Na, die sind natürlich schon alle am Sondeln. Because I had to set up the food, didn't I? Also ich habe ja erst noch das Essen und Trinken aufbauen müssen. Okay. So, let's detect. Also, auf zum Sondeln. And the first silver coin, und die erste Silbermünze. Very bad condition, sehr schlechte Kondition. But a coin is a coin, aber eine Münze ist halt eine Münze. Okay, auf zum nächsten. Ein Ochsschuh und ein Ochsenschuh. Auf zum nächsten. And a nice piece of a buckle, sadly only a fragment. Ja, und dann haben wir noch ein schönes Stück von einer Gürtelschnalle oder von einer Schnalle, aber leider nur ein Bruchstück, das wäre eine wunderbare gewesen. Okay, auf zum nächsten. So, possible piece of a Bronze Age dagger I just found. Yes, myself, I found it just now. I've already taken up the coordinates, or from a spearhead or arrowhead, Bronze Age at least. Very, very nice. Sehr schön. Also wie gesagt, vermutlich wird das hier ein Stück von einem bronzezeitlichen Messer sein oder Speerspitze, kleine.
Also ist sehr, sehr fein. Man sieht hier diese Nietenansätze und so weiter, vermutlich. Die Koordinaten habe ich aufgenommen. Ist auch ein kleines Fischmuster noch da drin. Also sieht so aus, als ob das graviert ist oder kann auch von Kratzer einfach sein. Sehr schön. Okay. Auf zur nächsten. So the next find, I'm not quite sure. You can see there's ornamentation on it. Could be maybe part of a button or part of a knife held the end part, something like that, or maybe even part of a pipe lid. Not quite sure. Ja, das nächste Teil, was ich jetzt hier habe, ist jedenfalls ornamentiert. Man sieht hier oben das Loch, dann sind hier so Streifen runter. Könnte entweder ein Teil vom Messerknauf sein oder von einem Pfeifendeckel oder Knopf. Bin mir nicht da ganz so sicher. Okay, auf zum nächsten. The next find is the 1st of May Nazi Regime Medaillen. Ja, und die nächste Medaille ist der 1. Mai-Feiertag 1936 aus dem Nazi-Regime halt, ne? Okay, auf zum nächsten. And Willie found a nice wax seal stamp, Ein neues you know? Königreich habe ich gefunden. And in German we call it a pet shaft. So very nice. And it's got to do with flowers, so it has flowers on it. And the initials at the bottom. Very nice, sehr schön. Ja, freilich. And that's Willy poisoning himself with water. Also der Willy vergiftet sich gerade mit Wasser, weil er ist eigentlich ein Bayer und müsste Bier trinken. Aber er muss ja noch Auto fahren heute. And a Musketball. Und eine Musketenkugel. And a nice piece of a buckle. Dann haben wir noch eine schöne Schnalle. Wunderbar. Auf zum nächsten. And a small coin. Not quite sure what it is. Won't be anything big. Most likely something like a 1 Pfennig or Heller. Something like that. Actually it looks like a 3 on it or 3 Pfennigs. But not quite sure. Also bin mir nicht sicher jetzt, ob es ein 1 Pfennig oder eine Heller Münze ist. Oder 3 Pfennig. Okay. Never mind. Auf zum nächsten. Egal. Auf zum nächsten. I thought today I won't find an iron ring, but even today I get the iron ring. So there you go. Ja, ich habe eigentlich gedacht, heute auch mal ohne Eisenring, aber nein, der Eisenring muss natürlich sein. Okay, auf zum nächsten. A nice big piece of lead, schönes großes Stück Blei. Not sure what that was for, bin mir zwar nicht sicher für was es war, aber schön schwer, nice and heavy. Okay, auf zum nächsten. And a fragment of a shield button, nice big one. Und ein Fragment von einem Arsenbronzeknopf oder Schildknopf, wie man so schön sagt. Okay, auf zum nächsten. And a pistol ball. Ja, und eine Pistolenkugel, weil Musketenkugeln sind ja größer und das ist eine Pistolenkugel. Okay, auf zum nächsten. And another coin, not quite sure where it's from, but it's a 1 Pfennig something or other coin. So, cool. Dann haben wir noch ein 1 Pfennig Stück. Bin mir nicht ganz sicher von wo oder von wem, aber schön. Okay, auf zum nächsten. Ja. So slowly we're coming to the end of the international hunt. Ja, so langsam kommen wir zum Ende. Die ersten haben schon keine Lust mehr. Die sind schon kaputt und hocken hin und trinken ihr Bier und so, was dazugehört natürlich. So the first people already finished, they're already tired, you know, and going to drink a beer. Q is going to have a Zwickel and chocolate, you know, anything to make himself fat. You know. Yeah, So he has to do more PT, you know, when he gets back to Vicenza. Daher muss er dann wieder nach Vicenza zurück, muss er dann Sport machen.
und so weiter. Der Udo hat auch gesagt, der muss noch dann wieder abnehmen, wenn er mit dem Wochenende vorbei ist, gell? Genau, jetzt Ja, genau. Auch kein Bock mehr. Der Markus hat natürlich auch gesagt, jetzt hat er die Schnauze voll. Ich habe schon so viel Naja, er hat schon wieder zu viel, seine Tasche ist zu schwer. Just to give you an oversight, this whole thing is actually just the trash what the people didn't want anymore. I'm going to look through it because they do actually put batteries in what don't belong into the iron trash. Yeah, but obviously they don't like horseshoes or ox shoes, you know. So they put everything. Looks like they found a little bit of iron, so I can nearly drive to the ironmonger. So that's pretty good. That's a piece of lead piping. Ja, also Bleimüll haben sie und so weiter. Haben also alles verschiedene gefunden an Zeug. Aber okay, Müll. Jetzt so langsam kommen sie alle aus den Feldern raus. Da hinten, at the back there's people still. But it's so big, this permission, that you can be on your own for half an hour and everybody else will be detecting somewhere else. Weil die Genehmigungen sind jetzt hier so groß heute gewesen, dass die Leute auch alleine sondeln können. Also wie du gesagt hast, sind jetzt 2 Mann für ungefähr 20.000 Quadratmeter. Also jede Menge Zeit. Ne? Da hinten läuft noch einer. In the back somebody's still digging. So pretty good. And in the back there too. Ja, und da hinten auch noch. Okay. Next time we see us, we'll be in the guest house. Und als nächstes sehen wir uns dann im Gasthaus. Oh yeah. That's what happens when you're white. Ja, jetzt ist die lustige Runde dann zu Ende. Wie gesagt, wir fahren jetzt dann zurück zum Gasthaus. Oder die Leute fahren jetzt zurück zum Gasthaus. Und dann machen wir die Verlosung noch von den Leuten. Dann schön Abendbrot essen. Und dann, wer immer Lust hat, fährt er nach Hause. Und die anderen bleiben ein bisschen länger halt. Ne? So, this is going to be the end of the detection. Now we all drive back home to the guest house. Then we do the draw, who wins first prize. They will decide who wins the first prize. I am not part of the competition. And after that we eat and then the official part is over. And whenever they want to, they can drive home. Some people have to work tomorrow, so we'll see. Okay, we'll see you at the guest house for the prizes and so on. And the fines, because they all have to put the fines out. Ja, und dann sehen wir uns beim Gasthaus, wenn dann die Leute ihre Funde rausgelegt haben. Und dann schauen wir weiter. Okay, bis dann. Servus. So, these are my finds. Das sind also meine Funde. Das habt ihr ja dann schon alles gesehen eigentlich. Dann schauen wir mal weiter. Du hast doch gar nicht ausgelegt, oder? Hast du schon? Noch nicht. Okay. So quite a few basketballs, silver coins. Und da sind dann auch noch mehr. More stuff. Another silver coin. Noch ein. Hey, good place for your stuff, Gerd. So very nice. Some more silver. Basketballs. Crucifixes. Funny. Yeah, I like Dog tags. Attila with silver, the 1622. And buttons. So a lot of good stuff. Sehr viel schönes Zeug. Q. You don't need to show those. Dave with his Epic fail. nice pipelets, musket balls, coins. So very, very nice indeed. Then we have Andy. Der hat noch nicht seinen Namen dazu geschrieben. Andy hasn't written his name to it yet, but he got himself 3 nice silvers. So very good indeed. Billy got himself the oldest silver. So this silver coin is actually from 1535. And I'm just going to make a quick photo. So this silver coin is actually, also diese Silbermünze ist eine gehämmerte Silbermünze von 1535. Sehr schön. Und das war der Willi.
So now a lot of people have already put their stuff in. Also es haben jetzt viele Leute ihr Zeug schon hingetan. So quite a lot of finds. I don't know how many silver exactly, so we have to take a look. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, so 20, 21, so 21 silvers at the moment we've already counted. Also wir haben jetzt schon 21 Silbermünzen gezählt. Das ist natürlich wunderbar. Gesundheit, bless you. Aufwischen nicht vergessen. Okay, so very good. It's been a very successful weekend. Also es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Schöne Funde wurden gemacht. Es kommen noch mehr. Manche sind noch schnell duschen und haben noch nicht weggetan. Ne? Der Manuel, der Sohnemann, ist auch gerade gekommen. Servus Manuel. Ne? That's the son from the owner. Just came along. So very good. Sehr schön. So, we'll do the prizes soon then. Dann machen wir bald die Preise. Bisschen genießen tun sie auch noch hier. Sehr schön. So Marcus has arrived and is putting out his finds still. Also der Markus ist jetzt auch gekommen und legt noch seine Funde aus. Die Leute warten, dass wir dann die Verlosung machen können. So the people are now waiting so we can start the draw for the prizes, or they are actually going to decide who wins first prize and second prize. And I'll explain to them how this system works in a minute. And Marcus is putting out still his finds. He had to shower and make himself fresh. He stunk like hell, you know. So he smells like a perfume shop now. His wife most likely gave him a couple of kisses too. And his kids. Seine Frau hat wahrscheinlich noch ein bisschen einparfümiert, den Markus. So. Brauchst du noch mehr? Okay. Hast du noch ein Tuch für mich und Mario? Goddamn Q, move it. I like to move it. Da Hebräer, wir wollen loslegen. As always, Q, you know. Okay. Okay. Für die Neuen, die jetzt da sind, die das System noch nicht kennen, es ist ganz einfach so, ihr könnt über die Funde schauen und ihr selber entscheidet, dadurch, dass ihr auf dem Zettel einen Namen drauf schreibt, wer den ersten Platz, zweiten Platz oder dritten Platz. Es wird nur ein Name aufgeschrieben erstmal und dementsprechend zähle ich die nachher dann aus. Also mich dürft ihr nicht wählen. Ja? Und dementsprechend, wer die meisten Namen hat, gewinnt den ersten Preis. Sollte dann der zweite einer sein mit zweiten Platz und dritten Platz, dass wir das im ersten Wahldurchgang machen können, dann machen wir gleich den zweiten, dritten mit in diese Dings drin. Ja? Wenn welche dann gleiche Anzahl haben an Stimmen, dann müssen wir wieder neu wählen und so weiter und so fort. So, for you, Jeremy, speaking English, yeah? So the way it works is, you look at all the finds, you decide by writing down a name, who should win first prize, and so on. And everybody does that out of their own free will, sort of thing. I will count who has who has the most names, they will win the first prize. And we'll go down 1, 2, 3, 4, 5, and we have 6 prizes, and that'll be it. And thanks obviously to Sondeln, we have these nice first and second and third prize. So thank you once again, Sven, and we look forward to what you're going to do next year then. Also wir freuen uns ja, dass der Sven von der Sondeln schöne Trophäen gemacht hat und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Okay,
Jetzt dürft ihr dann anfangen, sogleich wieder Markus fertig ist. Und sogleich wie ihr entschlossen habt, wer den ersten Preis machen soll, Name schreiben, zu mir rübergehen. Ich gehe hier rüber und dann machen wir die Preisverleihung ein nacheinander. Nicht so wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir dann gleich den ersten Preis gemacht und so weiter. Ich habe einen Zettel dabei mit allen Namen drauf und ich schreibe dann einfach den ersten, zweiten, bis ich die 6 Preise habe und dann mache ich die Preisverleihung. Genau. Ich sage nur, wer nicht mehr gewählt werden darf dann. Okay. Wenn du schreibst, mein Name ist. So, die Teilnehmer schauen jetzt dann, was die denken oder wem sie denken. Er soll den ersten Preis machen. Ne? Und abgesehen von mir dürfen sie, also ich darf nicht gewählt werden. And what I'm saying is right now they're taking a look at all of the fines and the members of the International Hunt will actually decide themselves who's going to win first prize and write down a name and then I will count out who has what. Okay, we'll see. Dann schauen wir mal. Ja, ich weiß, weil ich alles der, dann ist. So, ihr habt entschieden. Also es ist eure eigene Wahl, eure eigene Schuld. Gell? Also dass es auch so lange gedauert hat. Ne? Also 6 Wahlgänge ist natürlich ziemlich viel. We needed 6 times they needed to vote to actually get rid of 6 prizes. So, but it is okay. And so we're going to start off with prize number 6. Sven. Eine Kappe. Okay, ist halt nicht so viel diesmal, ne? Aber dafür alles gut. Alles gut. Nummer 5, der Andi. Yeah. That was 5th place. 4th, 4. Platz hat der Franz. Damit du nicht keine Kappe tragen musst, ne? Das ist jetzt eine wichtige Kappe, dass du tragen kannst, gell? So. 3. Platz. Der Udo. Das kannst du ja dann mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Gell? Schön. Wunderbar. 3rd place, also 3. Platz. Der 2. Platz, ein Neuling, auch diesmal der Willi. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gell? Freut mich. Ja. Und das ist alles deins. Wunderbar. Da brauche ich nichts zu danken. Willst du noch ein paar Worte sagen? Als erstes Mal. Ja, und natürlich, er hat seinen Titel verteidigt. Attila. Ja! Herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung. Gell? Ja, also, bitteschön, super Funde, das ist natürlich auch dein alles, ne? Bitte gerne. So that was first prize and so on. And that is it from the International Hunt 2017. Now we go into the phase of relaxing. People are eager to drive home to Austria and so on and other places. Also wie gesagt, das war es jetzt von der offiziellen Teil. Jetzt gehen wir noch ins Gemütliche rüber, die Zeit haben. Manche wollen nach Hause, ist auch verständlich, die müssen arbeiten. Ich sage herzlichen Dank an euch allen, auch an dir Markus natürlich, für die gute Unterstützung. Sven, wie gesagt, auch nochmal herzlichen Dank und an euch allen, dass es alles so gut geklappt hat. Und ich werde mich freuen, falls es möglich ist, dass wir nächstes Jahr es wieder durchführen und wenn ihr wieder mit dabei seid. And hopefully next year I will have the stamina to do number 4. Yeah! Nummer 4. Ihr kennt die Regeln. Wer Facebook hat, braucht ja nur
auf meine Seite zu gehen, auf Metal Detecting Bavaria und euch schon mal registrieren. Wer noch nicht dabei ist, der kriegt auch die Info, wo ich weiß, dass die keine haben, werde ich versuchen weiterhin mit WhatsApp bei euch die Informationen zuzufügen und das war's. Ja, herzlichen Dank. Ich sage auch Markus. Wir haben sehr viele glückliche Stunden verlebt auf der Großplatzierung vom diesjährigen Jahr und wollte dir im Namen von uns allen eine Kleinigkeit geben. Dankeschön. Und zwar nochmal Danke sagen für die Mühen und die ganzen Aufwände, die du hattest. Und hier sind nochmal 2 Sachen für die fleißigen Helfer. Welche Helfer willst du dann nehmen? Ja. Die Rebecca und die Hilde, oder? Ja. Genau. Rebecca, Hildi, Post! Hildi braucht dich nicht umziehen, sie ist auch sexy in verschwitzten Klamotten. So, dann kommen wir hierher, der Markus und die Gemeinschaft. Also ich wollte für alle nochmal wir wollten uns herzlich bedanken für das gute Catering, haben uns sehr, sehr wohl gefühlt und nur als kleine Aufmerksamkeit, selbstverständlich nur im symbolischen Sinne, nochmal ein Dankeschön. Ihr wart ja alle ganz lieb und nett zu uns. Ja, haben wir uns auch gefreut. Und wenn es klappt, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, freuen wir uns. Okay. Und jetzt dann noch ein schönes Essen essen. Genau. Jetzt können wir damit super anfangen, was auch immer. Super. That's it. Danke, Dave. No problem. Yeah, and those are the winners. First, second, third. Erster, zweiter, dritter, super. Well done. Jawohl. Super.